Aber das Thema will ich noch thematisieren. Und bei mir im Studio begrüße ich nun Heiko Teckerts, den Vorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft. Guten Morgen, Herr Teckerts. Guten Morgen, Herr Edler. Wir haben 2023 also Zahlen wieder auf einem sehr hohen Niveau gehabt. Jetzt im 2024 können wir schon sagen, sie sind zurückgegangen. Also sind die stationären Grenzkontrollen tatsächlich aus Ihrer Sicht zu Polen, zu Tschechien ein Erfolg? Ja, natürlich ist das ein Erfolg und die Zahlen liegen auf der Hand. 2023 war, glaube ich, das Jahr mit der höchsten Anzahl von Feststellungen unerlaubter Einreisen bei uns an den Grenzen. Und mit der Einführung der Grenzkontrollen, insbesondere nach Polen, zu Tschechien, aber auch zur Schweiz und zu Frankreich, sind die Zahlen im ersten Quartal 2024 merklich zurückgegangen. Aber warum werden die Kontrollen dann nur bis 15. Dezember weitergeführt? Das ist ja die große Frage. Sie scheinen ja einen Erfolg zu zeigen. Man könnte jetzt sagen, gut, 15. Dezember ist wieder Winter, aber wir haben auch gesehen, der letzte Winter war auch nicht so hart. Nun, Ministerin Faeser hat ja geäußert, dass sie die Grenzkontrollen so lange aufrechterhalten möchte, solange der Migrationsdruck anhält. Und das liegt ja nun mal auf der Hand. Ich mache mir viel größere Sorgen, dass Ende September die Grenzkontrollen nach Frankreich eingestellt werden sollen. Denn momentan haben wir auch über die Schweiz einen unglaublich hohen Migrationsdruck. Und jeder weiß, dass Frankreich, Schweiz und Deutschland so ein Dreiländereck bilden. Und wenn wir sozusagen an der schweizerischen Grenze kontrollieren dürfen, auch auf Schweizer Hoheitsgebiet kontrollieren dürfen und dort auch zurückweisen dürfen, dann werden die Menschen natürlich den Bogen um Frankreich machen. Auch vor dem Hintergrund, dass ja auch europäisch festgestellt wird, dass gerade die westmediterrane Route, also über Gibraltar und über die Kanaren, momentan wieder mehr bespielt wird durch die Schlepperbanden. Können wir auch davon ausgehen, dass die Menschen dann über Spanien, Frankreich weiter nach Deutschland kommen. Also dort die Grenzkontrollen einzustellen, wäre ein fataler Fehler. Aber wobei es gibt ja auch den Vorwurf, dass die Schweiz die Flüchtlinge einfach durchlässt. Naja, das die ist Schweiz ja auch schon länger bekannt. Ja, die Schweizer, wir kontrollieren auf Schweizer Hoheitsgebiet und diejenigen, die wir davon abhalten, weiterzureisen, denen geben wir natürlich die Möglichkeit, dort in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen. Die machen es nicht und die Schweizer sagen dann, okay, ihr habt hier keine Aufenthaltserlaubnis für die Schweiz, bitte verlasst das Land wieder innerhalb der nächsten 3 Tage. In welche Richtung ist denen völlig Schnuppe. Und das ist eben genau das Problem und deshalb sage ich, wäre es fatal, die Grenzkontrollen an der französischen Grenze Ende September auslaufen zu lassen. Ja, das war ja eine Maßnahme, die für die Olympischen Spiele ergriffen worden ist und noch bis Ende September greift wegen der Paralympics, die ja auch noch in Paris stattfinden werden. Aber jetzt gibt es ja auch eine Debatte neu, dass es offenbar eine Anweisung gibt, wenn ein Flüchtling sich wehrt, darf er nicht abgeschoben werden. Also wenn er zum Beispiel in sein Heimatland transportiert werden sollte, wenn er sich wehrt, dann soll er zurück in die Unterkunft gebracht werden. Ich meine, was sind denn das für Zustände gerade wieder in Deutschland? Wir haben weiter ein Migrationsproblem. Ja, das ist ein Riesenskandal, der momentan aber aus Niedersachsen kommt. Und die haben wir das Kernproblem. Für Abschiebungen, zuständig für Abschiebungen sind ausschließlich die Bundesländer. Also alles das, was Frau Faeser oder Herr Scholz auf den Konferenzen, ob Ministerpräsidentenkonferenz oder Innenministerkonferenz, immer fordern und sich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir müssen Abschiebung forcieren, wir müssen mehr machen, haben die gar keinen Einfluss drauf. Das beweist jetzt dieses Schreiben dieser Behörde aus Niedersachsen, die da ganz klar sagt, wer Widerstand leistet, egal ob aktiv oder passiv, der ist wieder in die Unterkunft zu bringen. Und da sage ich, das ist so skandalös, das grenzt ja schon fast an Anstiftung zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Denn meine Kolleginnen und Kollegen sollen dort behördliche Maßnahmen durchsetzen, polizeiliche Maßnahmen durchsetzen, die natürlich unter Umständen auch unter Anwendung von unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden müssen, weil sonst macht ja so eine Anordnung ja keinen Sinn. Und das ist schon ein handfester Skandal, was sich da gerade auftut. Heiko Teckerts, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten. Dankeschön. Sehr gerne.